Ja, hallo, herzlich willkommen zu diesem neuen Tutorial. Hier soll es mal wieder um FreeCAD gehen. Ich habe hier die FreeCAD 0.20, das ist so eine Beta-Version. Ich empfehle, mit der auch zu arbeiten, weil die hat ein paar Vorteile und arbeitet schon mittlerweile sehr, sehr zuverlässig. Es gibt immer wirklich, wöchentlich gibt es neue Versionen. Ich habe letztlich versucht, die neueste Version zu laden, die lief da nicht, da musste ich wieder auf die ältere zurück. Aber ich denke mal, das ist diese Woche wahrscheinlich schon wieder anders. So, was möchte ich hier zeigen? Ich möchte zeigen, wie man in Part-Design und im Part-Modus konstruiert, dass man beides ruhig zusammen benutzen kann und zum Teil auch sollte. Vor allen Dingen, wenn man Sachen konstruiert, die nicht nur aus einem Körper bestehen, sondern aus mehreren Körpern, die man hinterher dann ausdruckt und damit die zusammenpassen. Ich will keine Zusammenbauzeichnung machen, das würde man dann hier mit A2 Plus, SMD3, SMD4 machen. So, es geht wirklich nur um die reine Konstruktion. So, fangen wir an. Erstmal wollte ich zeigen, wie man FreeCAD so einstellt. Also zum einen haben wir hier unter Bearbeiten hier unten den Punkt Einstellung. Und da haben wir hier relativ wichtige Einstellungen, und zwar in welcher Sprache soll das angezeigt werden. Wenn ich jetzt nicht Deutsch, wenn Deutsch nicht meine Muttersprache ist, dann kann ich halt auch eine andere Sprache auswählen. Englisch zum Beispiel oder was auch immer, Chinesisch, Russisch etc. So, dann geht es weiter. Weitere Einstellungen sind hier gar nicht so wichtig, außer die hier. Und zwar Start, welches Modul soll nach dem Startvorgang geladen werden. Das habe ich bei mir immer auf Part Design eingestellt, weil da arbeite ich hauptsächlich mit. Also das werdet ihr wahrscheinlich ähnlich sehen, dass Part Design dorthin gehört. Dann haben wir hier bei Dokumenteinstellungen, da kann man erstmal einstellen, soll direkt ein neues Dokument angelegt werden, wenn ich FreeCAD starte. Das macht vielleicht sogar Sinn, aber manchmal will man ja FreeCAD auch nur starten, um was zu laden, und dann stört das eher. Also ich lasse das aus. So, hier beim rückgängig machen, wiederholen in Dokumenten, da habe ich hier die Nummer, den Wert 20 stehen. Das kann man ruhig auch höher setzen, dann hat man mehr Schritte, die man zurückgehen kann. Man kann auch einstellen, dass nicht nur eine Sicherheitsdatei, sondern zum Beispiel 5 abgelegt werden. Wenn genug Platz auf der Platte ist und man öfters die Datei überspeichert, dann werden halt solche Sicherheitskopien angelegt und man kann dann, oh, ich habe was falsch gemacht, kann das wieder korrigieren. Ich glaube, hier habe ich noch was Wichtiges vergessen. Genau, Anzahl der zuletzt benutzten Dateien, das habe ich hier auf 10 stellen. Das kann man ganz locker auf 20 stellen, weil wenn man mal Dateien sucht und man lädt dann 10 Dateien und dann will man wieder die, an der man eigentlich gearbeitet hat, laden, und dann ist die aus dieser Liste rausgefallen. Also das macht Sinn, da vielleicht mehr auszuwählen als nur die 10, oder standardmäßig steht da, glaube ich, sogar nur 5 drin. Gut, dann sind wir wieder hier in diesem Menü hier. Andere Einstellungen finde ich jetzt hier nicht. Also das hier, das ist ganz interessant. Doppelte Objektbezeichnung in einem Dokument zulassen. Das macht durchaus Sinn. Und zwar, was mich ein bisschen annervt, ist, dass wenn ich jetzt zum Beispiel einen Body habe, der heißt Test, und ich habe eine Zeichnung, die möchte ich auch Test nennen, dann wird diese Zeichnung Test 001 genannt, weil die denselben Namen hat. Das kann man dann hier anmachen. Dann würde aber auch das bedeuten, dass man 2 Buddies mit demselben Namen haben kann. Das macht wieder weniger Sinn. Deswegen lasse ich es lieber aus. So, dann haben wir hier bei der Auswahl, da habe ich nichts gefunden. Editor, da brauchen wir auch nichts dran ändern. Ausgabefenster, das sind auch eher Sachen, die den Geschmack betreffen. Makros, da brauchen wir auch nichts dran zu tun. Und Einheiten,
wenn ihr halt in Zoll oder sowas arbeiten wollt, müsst ihr das hier umstellen. Also das war jetzt hier Punkt allgemein. Bei der Anzeige, da ist ein bisschen was mehr. Gucken. Also möchten wir in der Ecke ein Koordinatensystem anzeigen? Ja, möchte ich, weil das ist manchmal wichtig, dass man sieht, wo ist denn X, wo ist Y. Und Datenrate pro Sekunde. Also sind manche Sachen, die braucht man absolut nicht. Hier beim Rendern, das kann man auch alles so lassen, wie es hier ist. Navigation, da stelle ich das mir hier immer ein auf Blender bei der 3D-Navigation. Da gibt es halt Open Inventor, CAD, Revit, Blender und so weiter. Und ich mache das ganz gern in Blender, weil ich auch mit Blender schon mal arbeite. So, der Rest hier, den kann man eigentlich so lassen, wie er da ist. Bei den Farben, da ist auch wenig zu tun. Bei den Arbeitsbereichen, da kann man die nochmal alle angezeigt bekommen. Man kann das eintragen, dass die automatisch geladen werden. Dann ist wohl das, wenn man dann da reingeht, geht es schneller. Also hier könnte man durchaus sagen, dass man zum Beispiel Part Design, der ist ja standardmäßig geladen, dass Part auch geladen werden soll. Und dann kann man das Anwenden drücken. Und jetzt gehen wir weiter hier auf Import und Export. Hier ist eine Sache bei DWG. Es gibt hier wenigstens unter Linux muss ein externer DWG-Konverter installiert sein. Das ist bei mir der ODA-File-Konverter und der muss dann hier eingetragen werden. Bei Windows ist das wahrscheinlich ähnlich. So wichtig sind die Sachen hier bei Part Design. Also das hier kann man alles so lassen, wie es hier ist. Und dann haben wir aber hier bei Formansicht, da stellt man ein, mit welcher Genauigkeit die 3D-Objekte berechnet werden für die Anzeige. Das sind so Standardwerte hier 4% und 5 Grad. Für die Konstruktion ganz nett. Wenn man es exportiert und dann drucken will, dann hat man alles grob. Da muss man oder sollte man ganz einfach über Mesh Design dann das entsprechend umrechnen lassen. Das heißt, man könnte hier auch direkt sagen, Mesh Design soll auch geladen werden beim Start des Programmes, weil man da braucht das vielleicht auch öfters. So, dann haben wir Parse, das hat was mit NC zu tun, habe ich noch nie benutzt. App Image brauchen wir auch nicht. Skizze, da braucht man an sich auch nichts umzustellen. Also wir können das hier so benutzen. Anwenden und OK. So, dann gibt es noch wichtige Einstellungen hier bei Werkzeuge unter Benutzer definiert. Und zwar, da habe ich hier den Punkt Arbeitsbereiche und da kann ich mir die Arbeitsbereiche so sortieren, dass ich definiere, was oben hin soll. Part und Part Design habe ich oben. Dann FEM, weil ich schon mal mit finite Elemente was mache. Image, da mache ich auch schon mal was mit Mesh Design. Draft, Sketcher und dann Spreadsheet, wenn ich was Parametrisches mache. Text, Drawing, Curved Shapes, hier sind dann die Sachen, die, wenn ich so Rümpfe und sowas konstruiere, ich sag mal, bis hierhin sind die wichtigen Sachen. Darunter kommen dann nur noch unwichtige Arbeitsbereiche, die man nur, oder ich wenigstens nur ab und zu benutze. Und ich habe hier einige Arbeitsbereiche inaktiv. Das heißt, die werden gar nicht mehr in dem Menü angezeigt, sind aber installiert. So, das sind nicht so viele, aber die könnte ich auch wieder hier unten drunter packen. Das brauchen wir jetzt aber nicht zu tun. So, das war's dazu. Die Sache mit den Befehlen, dass man sich hier so so Symbolleisten definieren kann. Das sieht man hier. Da habe ich eine Part-Benutzerleiste, das ist diese hier. Und da habe ich reingepackt die boolschen Operationen, die Differenz und so weiter. Und das kann ich machen, indem ich hier einfach auswähle, was haben wir. Zum Beispiel Formteile ist das, glaube ich. Guck mal, was ist bei Werkzeuge? Ne, das ist es nicht. Muss man ein bisschen durch. Parse, Ship, Skizze.
Formteil, da haben wir es doch. Und da sieht man dann die Boolsche Operation. Wenn die jetzt hier nicht da wäre, könnte man die nehmen und hier rüber packen. Und wir könnten auch den Würfel aus dem Part-Design, aus dem Part-Modus da reinholen. Die Geometrie überprüfen, aber die habe ich, glaube ich, hier auch schon drin. Jo, da ist sie ja. Gut, also wie gesagt, da kann man sich das Aussehen seiner Oberfläche beliebig anpassen. Und hier habe ich also Sachen aus dem Part hier rübergeholt, die normalerweise nur hier dann zur Verfügung stehen. Okay, das für den Start. Dann machen wir Datei neu, eine neue Zeichnung. Und warum Part und Part Design Modus? Also der Part Design Modus, da werden immer sogenannte Körper definiert. Bodies auch genannt. Hier steht Körper und hier steht dann Body in diesem Baum. Den kann man hier einen Namen geben. Zum Beispiel, ich sage jetzt einfach mal, ich konstruiere eine Dose. Und diese Dose, die soll auf einer Zeichnung basieren. Das klicken wir hier auf die Zeichnung, dann auf der XY-Ebene. Und diese Dose, die soll sechseckig sein. Also haben wir hier das Sechseck. Das wird auf den Mittelpunkt gesetzt. Dann sagen wir mal so. Das hier, das soll horizontal werden. Das machen wir hiermit. Oder ich drücke H. So, dann kriegt das Teil ein Maß. Die Dose von da nach da. Dann machen wir ein Maß 50 mm. So, damit ist die Dose soweit eingeschränkt. Ich kann direkt für den inneren Teil hier noch ein Rechteck, ein Sechseck rein konstruieren. So, das machen wir. Die beiden, die sind parallel. Parallel, das ist das hier. Und da wird ein Maß reingesetzt, und zwar 2 mm. Das ist die Wandstärke. Dann selektieren wir die hier erstmal. So, und tippen hier auf dieses Symbol Umschalten der Hilfsgeometrie. Dann wird das blau und dadurch wird es nicht benutzt bei der Aufpolsterung, die ich gleich mache. Also wir gehen her, schließen das Ganze. Ich mache eine Aufpolsterung, und zwar sagen wir einfach mal 2 mm. Dann wird die Zeichnung hier genommen, Steuerung C, klappen das hier auf, machen die XY-Plane aus und OK. Dann Steuerung V drücken, die Zeichnung in die Dose reinholen, das selektieren, hier diesen Knopf hier nutzen. Das ist jetzt Sketch 001 und Flatface, okay, empfohlen. So, wir können denen natürlich jetzt hier auch Namen geben. Das heißt, das hier, das ist mal SK für Sketch unten. Das hier ist SK ab Boden. Und wenn ich jetzt, also das kann ich auch jetzt machen, natürlich ist immer noch die Zeichnung hier drauf abgelegt. So, jetzt machen wir hier diese Zeichnung auf und da machen wir jetzt die wieder grün. Das heißt, selektieren. Habe ich alle? Nee. Habe ich jetzt alle? Gucken wir mal. Das sehen wir jetzt. Wenn ich hier draufklicke, dann sind die alle grün. Okay. So, dann haben wir schließen, machen eine Aufpolsterung. Und die wird jetzt wegen mir 40 mm. So hoch soll die Dose werden. Und dann ist jetzt die Grundkonstruktion der Dose fertig. Jetzt habe ich zum Beispiel vor, verschiedene Dosen zu
konstruieren mit unterschiedlichen Fräsungen. Hier zum Beispiel in die Wand, vielleicht ein Bild hier reinfräsen oder irgendwas. Und ich will aber nicht immer die ganze Dose kopieren, sondern ich will nur ein Objekt haben, ein Body, was die Grundform der Dose angeht, und will aber mehrere Ableitungen davon machen. Das macht man folgendermaßen. Da kommt jetzt der erste Punkt, wo man in den Part Design wechselt, beziehungsweise ich müsste das noch nicht mal, aber ich habe mir hier diesen Create a Copy Befehl Form aufbereiten hingelegt. Ihr würdet jetzt hergehen, wenn ihr das nicht habt, über Part, dann Formteil, Create a Copy und Form aufbereiten. So, dann wird der Körper hier unsichtbar geschaltet und das ist jetzt hier ein 3D-Objekt. Diese 3D-Objekte, die sind unterschiedlich zu den Körpern. Körper müssen immer ein definiertes Objekt sein. Es können nicht zwei Körper in einen Body stecken, die keine Verbindung haben, dann motzt der. Das ist hier völlig egal. Wenn ich jetzt hier diesen Körper schneiden würde und würde der hier durchtrennen, dann hätte ich hinterher zwei getrennte Teile und das ist aber kein Problem für diesen. Aber das ist jetzt auch nicht erstmal relevant. Relevant ist, aus dieser Dose kann ich einen Body machen. Und zwar einfach wieder in Part Design wechseln und ich klicke auf Body. Und dann habe ich hier einen neuen Körper. Den nennen wir jetzt zum Beispiel Dose Blub. Und da machen wir jetzt ein paar Sachen rein. Das heißt, ich selektiere das hier und mache eine Zeichnung. Er nimmt also diese Flächen durchaus als Konstruktionsflächen an. Ich kann also hier jetzt ein Loch reinmachen und das machen wir eine Tasche und die soll durch alles gehen und dann ist das dieser Körper. Die nennen wir jetzt mal Dose Loch 1 und wir können die unsichtbar machen. Wir haben immer noch die Standarddose. So, das heißt, ich kann jetzt die Standarddose einfach nochmal kopieren oder aber ich nehme einfach hier dieses Objekt und mache davon noch eine Kopie. Das heißt, wir machen einmal hier das Loch weg. Davon machen wir noch eine Kopie. Und da können wir noch einen Körper rausmachen. Der heißt jetzt zum Beispiel Dose Griff. Und dann überlegen wir uns, wir möchten da einen Griff dran konstruieren. Okay, wie machen wir das? Ich würde Folgendes vorschlagen. Ein Griff, da würde ich hier einen Rotationskörper dran konstruieren. Das heißt, ich erzeuge eine Zeichnung, aber nicht hier drauf, sondern das machen wir einfach hier. Wir nehmen die YZ-Plane ist das in dem Fall. Da möchte ich eine Zeichnung drauf machen und die wird jetzt hier, das heißt, da zeichnen wir zwei Kreise. Wechseln wir eben hier auf diese Ansicht, dass wir das so sehen. So, dann machen wir hier ein Maß. Das müsste eigentlich 25 mm sein, die Hälfte von den 50. So, das wird ein Durchmesser. Wechseln wir hier auf Durchmesser, festlegen. 36, 38 mm und das Maß 30. Okay, dann ziehen wir hier eine Strecke durch. Die
kriegt auch hier den Abstand. Beziehungsweise müssen wir gar nicht. Ich glaube, die ist hier schon jetzt... Ne, ist sie nicht. Dann können wir hier einfach das verbinden. Und dann gehen wir hier auf diese Funktion und löschen hier den raus und den raus und auch noch die beiden hier. So, und die möchte ich jetzt aufpolstern. Das heißt, wir machen es nicht über, das hätte ich anders machen müssen, wenn ich da runde Teile hätte machen wollen. Das machen wir auf der anderen Seite oder beim nächsten Körper. So, das heißt, hier machen wir eine Aufpolsterung. Und die soll ruhig mal 6 mm sein und symmetrisch zu einer Ebene. Und dann haben wir hier einen Griff dran gebastelt. So, jetzt haben wir hier die Dose Griff. Und dann machen wir hier nochmal eine Kopie von. Oder aber ich selektiere die einfach und sage, mache einen neuen Körper daraus. Also man muss die nicht unbedingt kopieren, wie ich das hier gemacht habe. So, das wird jetzt hier Dose Griff 2. Die machen wir unsichtbar. Und da müssen wir jetzt mal wirklich überlegen, wir wollen was so hier so einen Rotationskörper machen. Sowas wie ein Torus. Und der soll den Mittelpunkt haben, das Teil, und es soll bis da oben hinlaufen. Okay, den müssen wir auf dieser Ebene hier konstruieren. Also wir machen eine neue Zeichnung. Zeichnen hier das so ein. Das kriegt einen Durchmesser von 6 mm. So, dann machen wir noch da eine blaue Ebene rein. Blaue Linie. So, die kriegt hier einen Abstand von das ist zu viel. 20, ja. Und dann gehen wir hier raus, selektieren diese Zeichnung und machen einen Drehkörper. Und zwar um die Konstruktionslinie 1. Jetzt geht der hier so auch rein. Das soll er natürlich nicht. Jetzt müssen wir hier den Winkel festlegen. Das werden jetzt 180 Grad. Und dann haben wir da einen runden Griff dran. Okay. Und dann können wir jetzt noch weitere Abwandlungen dieser Dose machen. Einfach selektieren, neuen Körper und sagen wir mal, da, die machen wir erstmal unsichtbar. Das wird jetzt Dose Stiel. Und dann machen wir hier Zeichnung und machen hier einen Kreis rein. Definieren hier den Abstand 20 mm, Durchmesser des Stiels. Das wird 16. So, schließen, aufpolstern, 60 mm. Dann können wir jetzt hier noch das selektieren. Da machen wir eine Abrundung dran von 9. Das ist zu viel. 4. Jo, so können wir das lassen. Und dann haben wir die Dose mit Stiel. Also, da macht es durchaus Sinn, aus einem Körper ein Part-Objekt zu machen, damit man das dann hinterher
recht einfach in viele verschiedene Bodies nutzen kann und dann eben entsprechende Änderungen machen. Okay, das war's auch schon zu diesem Video. Es gibt weitaus mehr Gründe, beides zusammen zu benutzen. Ganz wichtig, im Part-Modus funktionieren schon mal die Boolean-Operationen besser. Das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel diese Dose hier nehme, ich mache jetzt hier nochmal das unsichtbar und wir haben hier diese Dose und ich habe jetzt ein zweites Objekt, da konstruiere ich mir auch gerade mal, machen wir das gerade noch, das wird jetzt hier Manipulator, nehmen wir das einfach mal und das wird jetzt auch, da gibt es eine Zeichnung auf der XY-Ebene und das fängt hier unten an. Da können wir jetzt hier das umstellen, dass wir das sehen, so. Und dann machen wir das jetzt mal absichtlich so, dass also der hier, der wird vertikal, also die Taste V drücken. So, das hier, das Maß, das sind 14 mm. Und dann machen wir da eine Aufpolsterung. So, Custom Direction. Ziehen wir das mal hier so und dann können wir hier ein bisschen mit den Parametern rumspielen. Okay, ist natürlich Unfug, aber das spielt keine Rolle. Jetzt mache ich hier aus diesem Manipulator auch über Part und Formteil Create a Copy Form aufbereiten einen solchen Körper. Das heißt, ich habe jetzt hier die Dose und von der mache ich jetzt noch eine Kopie. Da gehen wir wieder in den Part Design Modus, dass ihr seht, wie man das einfach bearbeiten kann, wenn man sich die Dinger hier hin macht. Das heißt, ich mache hier von der Dose noch eine solche Kopie. Das heißt, ich habe jetzt die hier und ich habe den Manipulator hier. Selektiere erst den und dann tippe ich hier hin, das ist Differenz. Und dann habe ich da jetzt das Loch da so reingefräst. Das im Part-Design im Bauteil selbst zu machen, in der Dose, halte ich für schwer. Vor allen Dingen ist Folgendes hier, dass wenn ich diesen Manipulator hier jetzt einmal bearbeite, das heißt, ich mache den können wir erstmal deselektieren und hier den Sketch hier, den machen wir einfach mal hier auf 50. So. Und dann so, das war jetzt nicht so sinnvoll. Machen wir uns den nochmal sichtbar, den weg und die Dose ruhig angezeigt. Da können wir jetzt auch hier den nehmen. Und ich will jetzt was machen, was da zwei Objekte rausmacht. Das heißt, ich gehe hier auf den Sketch. Das machen wir jetzt mal zu 6 mm. Schließen das Ganze. So, wie kriege ich denn damit das Teil zersägt? Gar nicht. Also machen wir den Manipulator neu. So, das heißt, hier machen wir eine Zeichnung.
Wir müssen aber erstmal Doppelklick auf den Manipulator machen, dann eine neue Zeichnung. Und zwar diese Zeichnung, da machen wir nicht eine neue Zeichnung, sondern erstmal eine Datum Plane. Und zwar auf dieser, machen wir es ruhig hier, komm. Da wird jetzt, da können wir direkt die Zeichnung drauf machen. Komm, machen wir die Zeichnung da drauf und da zeigen wir jetzt einfach hier ein Sägeobjekt rein, schließen das und machen dort einen Körper, und zwar symmetrisch und mit 5 mm. So, dann haben wir den neuen Manipulator hier und wir können jetzt den wieder ausmachen, den an und die Dose auch unsichtbar. Und jetzt haben wir hier ein Objekt, das ist der Cut und der besteht aus 2 einzelnen Teilen. Das würde im Part-Modus nicht gehen, im Part-Design-Modus, im Part-Modus ist das kein Problem. Und will man das jetzt zerteilen, dann gibt es hier beim Part-Modus, da muss man dann auch hier wechseln, gibt es hier die Funktion, muss ich gerade mal schauen, auseinanderschneiden. Oder wird es hier gemacht? Cutout for Object. Nee. Teilen zu einem Verbund. Okay, da bin ich jetzt ein bisschen überfragt. Diese Funktionen hier, die sind recht angenehm, wenn ich zum Beispiel jetzt diese Dose hier habe. Machen wir nochmal eine Kopie davon. So, den machen wir erstmal unsichtbar hier, den Cut. So, da habe ich diese Dose und ich will die jetzt wirklich zerteilen und 2 Objekte bekommen. Das heißt, dann zeichne ich hier jetzt zum Beispiel eine Ebene ein. Das machen wir auch hier, Formteil unter Grundkörper erstellen oder Formgenerator ist das. Nee, das ist es nicht. Formteil Grundkörper erstellen, eine Ebene. So, die ist jetzt in Z-Ebene, die will ich aber in eine andere Richtung haben, und zwar da eine 1 und da eine 0 und dann geben wir der hier eine Länge von 500 mal 500. So, da ist jetzt die Ebene, ja, die wollte ich eigentlich nicht haben, die Ebene, aber egal, können wir auch nehmen. So, Punkt 1 ist, die Ebene kann ich, wenn ich die hier falsch gemacht habe, kann ich das hier jetzt noch abändern. Das heißt, da machen wir 0 und 1. Ach, das ist die Rotationsachse. Ah, das war schon richtig. Aber da muss eine 90 rein. So, der hat jetzt da eine Kopie von gemacht. Die machen wir erstmal unsichtbar hier. Das ist die. Dann können wir die jetzt hier, rechte Maustaste, transformieren. Können die hier so reinfahren. So zum Beispiel. Die Funktion hier bitte nicht vergessen zu beenden. Hat er jetzt nicht gemacht. Transformieren. Hier einmal OK drücken. So. Und jetzt nutzen wir hier die Funktion zum Auseinanderschneiden. Das heißt, die Dose, da wählen wir jetzt hier diese Funktion hier auseinanderschneiden. Da muss aber die Dose, danach die Ebene selektiert werden und dann das Auseinanderschneiden. Und dann erhält man hier so ein
ein Objekt, das heißt Exploded Slice, und das können wir jetzt einfach selektieren. Dann sieht man den hier und dann sagen wir, daraus möchte ich einen neuen Körper machen und daraus möchte ich auch einen neuen Körper machen. Dann haben wir hier die Körper, den und den, haben die auseinandergeschnitten. Okay, also wie gesagt, wenn euch solche Videos gefallen, so lasst doch gerne ein Abonnement da und klickt auf die Glocke. Ihr werdet über neue Videos informiert, und ein Daumen nach oben hilft auch, dass ihr eben Videos nach eurem Geschmack angezeigt bekommt. Und damit danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss!